Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 268 hier auf dem afrikanischen Kontinent und ich habe das erste Offroad-Fahren durch die Sahara einigermaßen gut überstanden. Oh Scheiße, ich stehe hier gerade richtig mies. Alter, wow, Scheiße! Die Landschaft ist einfach der absolute Wahnsinn hier und ich bin gespannt, was Mauretanien sonst noch zu bieten hat. Ich pack's gerade nicht, ich habe gerade echt Gänsehaut am ganzen Körper. Bevor ich zum Auge der Sahara aufbreche, bin ich ein paar Tage in der Wüstenstadt Attar, in der ich die restlichen Vorräte auffülle, mein Auto ready mache und ein paar andere Overlander in einem Hostel kennenlerne. Unter anderem den Pakistaner Saad Bashir, der spontan entscheidet, mit ins Auge zu fahren. Mein pakistanischer Freund hier, der mich gerade begleitet nach Chinguetti, probiert jetzt hier gerade was, wo wir nicht wissen, was es ist. I don't know what this is. What is this? I think it's just milk from a goat or camel or whatever. Try it. Yeah, I think it's just milk. It's just milk? Milk with water, maybe. Wir wurden hier gerade eingeladen zum Tee trinken, mitten im Nirgendwo. Sitzen jetzt gerade in ihrer Heimat. Here, that's for you. You Comment try. tu t'appelles? Ami. 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 Auf dem Weg zum Auge kommen wir an Chinguetti vorbei, eine geschichtsträchtige und einst sehr wichtige Stadt, denn sie war als eine der Handelsposten des Transsahara-Handels zwischen Mittelmeer und innerem Afrika sehr wichtig und auch für den Islam diente sie Jahrhunderte als wichtiger Sammelplatz der Mekka-Pilger, wodurch sie bis heute als die siebtwichtigste Stadt des Islams gilt. Und jetzt haben wir gerade hier zwei neue Freunde gefunden. Mohammed and Mohammed e Ahmedou. Ahmedou. And we're on a mission to find food We're and going to the masjid. to see the first mosque of Mauritania. Warum rede ich Englisch? Sieht ziemlich krass aus hier. YouTube. Die Häuser sind ziemlich abgefuckt teilweise und überall ist Sand. Der Weg hierher war auch nicht ganz leicht. Wir sind zweimal fast stecken geblieben auf Sanddünen, aber hier jetzt zu sein ist ziemlich cool. Wir fahren heute noch weiter. 80 Kilometer durch die Wüste auf irgendwelchen Sanddünen bis zur nächsten Stadt, die auch nochmal sehr historisch sein soll. Also die Stadt hier ist wie ausgestorben, das ist ziemlich krass. Das ist scheinbar der siebtheiligste Ort der Moslems und ich wurde gerade rausgekickt, weil ich Christian bin. Mit unseren neuen Freunden exploren wir ein bisschen die Gegend, bevor es wieder weiter in den Sand geht. Yes. This is awesome. This is insane.
laufen gerade durch die Altstadt von Odan und es ist einfach unglaublich spannend hier durchzulaufen zwischen den Ruinen. War früher eine Stadt, wo die ganzen Karawanen angehalten haben, wieder alles aufgefüllt haben. War ein großes Handelszentrum. Willkommen in den Genuss der mauretanischen Gastfreundschaft. Nachdem wir durch die Stadt geschlendert sind, werden wir zum Essen eingeladen und bekommen für unsere Weiterfahrt auch noch leckere Datteln geschenkt. Vielen Dank euch. Mit vollen Mägen und weiterem Proviant sind wir dann auch schon kurze Zeit später am Auge der Sahara angekommen. Um ehrlich zu sein, ist es nicht wirklich so beeindruckend wie gedacht, da man die schiere Größe und das Ausmaß erst mit der Drohne wirklich sehen kann. Kurze Zeit später dann das. Versuchen wieder zurück nach Attar zu kommen. Plötzlich höre ich was, es riecht komisch. Der Reifen hat es komplett auseinandergerissen. So eine Scheiße. Und wir haben immer noch 120 Kilometer zu machen. Ich meine, hier richtig ekelhafte Wellblechstraße. Es wird langsam dunkel und wir kriegen die Mutter nicht auf. Die haben sie mir beim letzten Reifenwechsel einfach drauf gehämmert und jetzt hat sogar schon unser Tool hier verbogen. So eine Scheiße. Alles Hämmern und Klopfen bringt nichts. Gerade als wir schon überlegen, hier einfach zu pennen, fährt ein anderer Lastwagen vorbei, mit dessen Stahlrohr es dann endlich klappt. Way too fucking long. Dude, it took us 2 hours to change this tire. It's kind of embarrassing, but let's get the fuck out of here now. Nachdem es gestern mein Reifen leider zerfetzt hat, war ich jetzt heute in Attar wieder zurück auf der Suche nach einem neuen Reifen, weil ich ja jetzt diese komplette Bahnstrecke entlangfahren will. Und jetzt war eben die große Frage, kriege ich noch einen Ersatzreifen heute Morgen in Attar? Was hier eigentlich die größte Stadt in der Umgebung ist. Jetzt habe ich gesagt, okay, scheiß drauf. Ich habe mir jetzt hier für 10 Euro einen Reifen auf meine Felge machen lassen. Ich meine, schaut euch den an, der ist komplett kaputt. Aber immerhin habe ich jetzt, ja, auf jeden Fall ein Backup. Wie gesagt, es sind 400 Kilometer bis zum Strand. Alles Offroad, Off-Pist. Und wenn da halt irgendwas ist, wäre es mega ungeschickt. Wenn ich dann noch den Ersatzreifen auch kaputt mache, dann stehe ich da. Was ich gestern auch noch erfahren habe, als wir wieder zurückkamen nach Attar, wir haben uns gewundert, es geht kein Internet mehr, ganz komisch. Mobilen Daten komplett offline, obwohl es vorher ging in Attar. Und über den Typ haben wir dann erfahren, die Regierung hat einfach komplett die Internetverbindung gekappt von ganz Mauretanien, weil in der Hauptstadt in Nouakchott mehrere Gefängnisinsassen ausgebrochen sind mit der Hilfe von irgendwelchen islamistischen Gruppen und jetzt gerade auf der Flucht sind im Land. Also dass das in der staatlichen Hand ist, haben sie es einfach gekappt. Hier ist einfach ein gigantischer Monolith, der erinnert mich voll an die Spitzkoppe in Namibia. Aber jetzt schaue ich mal, ob ich hier irgendwo hochkomme. Eigentlich war hier der ursprüngliche Plan, dass ich mit meinem Gleitschirm hochwandere.
Aber leider auch wie bei der Spitzkoppe geht hier tagsüber echt ein richtig krasser Wind. Ja, ein Wind, der einfach viel zu stark ist, um von oben zu starten, der es zu gefährlich macht. Und dann kommt auch noch hinzu, dass ich keine Ahnung habe, wie stark die Thermik hier in der Wüste ist. Ich glaube, es sind 600 Höhenmeter bis an die Spitze. Es sieht überhaupt nicht so aus. Ich finde es aber einfach krass, dieses ganze Panorama. Einfach nur Wüste, Sand und plötzlich erhebt sich da so ein riesen, gigantischer Berg aus dem Nichts. Ist unglaublich anstrengend, hier mittags um 14:30 Uhr den Aufstieg zu machen, mitten in der Mittagshitze. Aber die Aussicht hat sich jetzt schon gelohnt. Ist unglaublich schön hier. Der höchste Punkt hier, ringsum Wüste, nichts außer Sand und Steine und ganz wenige Menschen. Was für ein besonderer Ort. Es sind jetzt noch 350 oder fast 400 Kilometer Offroad auf Sand, bis ich an der Küste ankomme. Dann gehe ich tatsächlich über den letzten Grenzübergang in Afrika nach Marokko. Das war's. Dann noch Marokko 3 Wochen. Dann bin ich wieder in Europa. Ich kann es noch nicht ganz fassen. Bye bye! Auf der Hauptstraße angekommen und ich sitze jetzt gerade in einem offiziellen Restaurant an der Hauptstraße. Ich meine, schaut euch das an. Mauritanien-Style, einfach auf dem Boden. Da ist ein Baby in der Mitte. Oh, merci, merci. Nice. C'est bon, c'est bon. Ich sag's euch ganz ehrlich, am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit den Fingern zu essen, aber irgendwie gewöhnt man sich recht schnell dran und ist ziemlich geil, weil man direkt die Konsistenz spürt von dem, was man isst. Und mir wurde hier gerade auch schon ein Doppelheiratsantrag gemacht von der Köchin, ob ich nicht in Marokko begleitet werden will. Jetzt bin ich vielleicht noch 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Ja, und dass der letzte Grenzübergang hier in Afrika für mich auch einigermaßen gut flutscht. Und zwar hier eine marokkanische Flagge. Ich mache mich jetzt zum marokkanischen Patrioten, der ja nicht nur die marokkanische Fußballmannschaft klasse fand bei der WM, sondern einfach Marokko wie kein anderes Land liebt. Und deswegen werde ich diese Flagge jetzt an mein Auto machen. Das eigentliche Hauptproblem bei diesem Grenzübergang ist, dass die ziemlich strikt sind bei der Einfuhr von Drohnen, beziehungsweise es ist komplett illegal und die haben ganz Fahrzeugscanner, wo man reinfahren muss. Ich werde jetzt die Drohne noch hier hinten bei dem Rücklicht, da gibt es noch ja, so ein Geheimfach, wo ich die Drohne jetzt verstecke. Und dann heißt es, mich da irgendwie durchsneaken, weil ich hatte jetzt keinen Bock und auch keine Zeit mehr,
mich im Vorfeld jetzt darum zu kümmern, die Drohne jetzt irgendwie vorher nach Hause zu schicken und dann hätte ich sie in Spanien auch nicht mehr gehabt, was sehr schade gewesen wäre. So, die Flagge ist dran, die Drohne versteckt in den Untiefen dieses Fahrzeugs. Die Grenze kann kommen. Boah, ich bin gerade mitten im Prozess hier an der marokkanischen Grenze. Ich wurde schon 3-mal von Beamten nach einer Drohne gefragt. Ich musste nebenan fahren, wo andere wirklich komplett ihr Auto zerlegen mussten. Dann habe ich schon gedacht, fuck, jetzt bin ich am Arsch. Dann bin ich doch weitergekommen und jetzt muss ich aber gleich durch den Scanner. Falls ich jetzt überall das verneint habe und die finden das hier im Scanner, dann bin ich richtig gefickt. That's it. Ich glaube, ich bin durch. Letzte Grenze in Afrika. Überstanden. Okay, ich hatte noch einen Stempel vergessen bei der Polizei. Aber jetzt sollte alles klappen. So eine Scheiße. Ey, komm, das darf nicht wahr sein, Mann. Endlich geschafft! Direkt nach der Grenze werde ich an einer Tankstelle direkt zu mehreren Runden Tee eingeladen. Das war gerade einfach nur ein richtig sympathischer Start. Tatsächlich ist das Essen richtig geil in Marokko, schmeckt mir richtig gut, es gibt wieder voll die Vielfalt, es gibt wieder Salate, auch wieder viel frisches Zeug, was ich sehr vermisst habe in den ganzen anderen Ländern. Ey, das darf nicht wahr sein, jetzt ist das Ding einfach schon wieder kaputt und es ist wahrscheinlich wieder genau dasselbe Problem. Jetzt hat es den Kopf wieder abgedreht. Das Ding ist, die haben kein Ersatzteil gefunden in der Stadt, wo ich war. Jetzt haben sie quasi das Teil rausgebaut, das Differential, die Differentialstange und einfach nur einen Lappen reingesteckt und das Ding abgedichtet, dass das Öl, was ja im Kreislauf ist und rumfließt, dass das nicht raussaftet. Irgendwie ist immer was los auf diesem Trip und wenn man alleine unterwegs ist, gibt es wenig Momente, wo man wirklich runterfahren kann. Es gibt immer irgendwas zu organisieren, zu machen, zu planen, zu entscheiden. In der nächsten Stadt finde ich nach einer langen, frustrierenden Suche in vielen verschiedenen Ersatzteilläden nach 2 weiteren Tagen endlich das passende Teil, sodass ich endlich mal Urlaub machen kann. Hey, der Tag könnte nicht besser sein, ohne Scheiß. Bei so einem Sonnenuntergang, wow. Das letzte Land in Afrika, bevor ich nach Europa komme, Marokko. Ich habe es wirklich hierher geschafft. Das Land umfasst eine Fläche von etwa 446.000 Quadratkilometer. Mit dem Gebiet der Westsahara, welches sehr umstritten ist, sogar 712.000 Quadratkilometer. Sodass es mit der Westsahara mehr als doppelt so groß ist wie Deutschland. Das Land hat fast 38 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Rabat, doch die größte Stadt und das wirtschaftliche Zentrum ist Casablanca. Marrakesch ist neben Fez, Meknes und Rabat eine der 4 Königsstädte Marokkos. Die Amtssprachen sind Arabisch und eine Berbersprache, doch auch Französisch ist weit verbreitet. Touristisch ist das Land sehr gut erschlossen und international sehr beliebt, was sich auch an der hohen Zahl von 17,4 Millionen Touristen allein im Jahr 2024 zeigt. Tendenz stark steigend. Das Ganze hat seine Gründe. Das Land ist extrem vielfältig, mit seinen historischen Städten, dem angenehmen Klima, das beeindruckende Gebirge, der lange Küstenstreifen, die endlose Weite der Wüste, kombiniert mit einer einzigartigen Kultur und köstlichem Essen, kommt hier wirklich jeder Reisetyp auf seinen Geschmack. Doch das war nicht immer so. Marokkos Geschichte ist sehr facettenreich. Bereits seit der Antike haben Berberstämme und später arabische Eroberer das Land geprägt. Im 20. Jahrhundert hinterließen die französische und spanische Kolonialherrschaft bleibende Spuren. In den 1940er und 1950er Jahren formierten sich nationale Bewegungen, die entschlossen gegen die Fremdherrschaft kämpften und dabei den Grundstein für einen unabhängigen Staat legten.
1956 wurde Marokko schließlich unabhängig. 1976 entließ Spanien seine Provinz, der heutigen Westsahara, in die Unabhängigkeit, sodass daraufhin Mauretanien und Marokko sich das Land aufteilten. Seither tobte ein blutiger Krieg mit der Volksbefreiungsbewegung Polisario. In dieser Zeit wurde ein 2700 Kilometer langer Wall mitten durch das Land errichtet. Dieser wurde mit Millionen von Landminen ausgestattet, sodass es heutzutage die weltweit größte aktiv verminte Zone ist. Nach dem Waffenstillstand 1991 übernahmen die Marokkaner mehr oder weniger friedlich das Land. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Indem sie eine Vielzahl an Marokkaner hineinschickten. Bis heute besteht keine Einigung zu dem Gebiet. Rund 99% der Bevölkerung sind Muslime, vorwiegend Sunniten. Traditionelle Berberkultur, Kunsthandwerk und Musik sind zentrale Elemente der marokkanischen Identität, was ich auf den belebten und chaotischen Märkten der Großstädte sicher noch selbst sehen werde. Ich freue mich, das letzte afrikanische Land meiner Reise zu entdecken. Diese Landschaft hier erinnert mich tatsächlich sehr an Südafrika, die ganze Landschaft rund um Kapstadt. Ich bin hier krank im Dachzelt und habe hier den ganzen Tag heute gar nichts gemacht. Übelste Kopfschmerzen, immer noch Durchfall. Ich hoffe, das wird jetzt echt schnell besser, aber es gibt echt schlimmere Plätze, an denen man krank sein kann, weil ich muss euch ganz kurz die Aussicht zeigen. Die ist echt der Wahnsinn. Wow. Und ich hoffe, ich werde heute nicht von dem Platz verjagt, weil der ist wirklich geil. Über die nächsten Tage geht es mir so kacke, dass ich die Klippe am Wasser verlasse und mit letzten Kräften in die nächstgelegene Stadt fahre, um bei einem Arzt einen Malaria-Test zu machen. Glücklicherweise ist dieser negativ. Die kommenden Tage verbringe ich elendig auf einem Campingplatz in der Nähe von Agadir im Dachzelt und auf der Toilette. Allein im Ausland krank zu sein ist einfach scheiße. Erst an dem Tag, an dem ich meine Mom vom Flughafen abhole, geht es mir leicht besser. Sie wird mich eine Woche in Marokko begleiten, bevor ich die letzte Etappe alleine zurück nach Hause antrete. So, jetzt bin ich nicht mehr alleine unterwegs. Ich habe gestern meine Mutter hier vom Flughafen abgeholt. Nachdem wir noch unsere Vorräte beim örtlichen Markt aufgefüllt haben und einen groben Plan gemacht haben, kann es endlich wieder erholt und munter weitergehen, nachdem meine Mom mit irgendwelchen Einheimischen fertig musiziert hat. Unser letztes Nachtquartier hier. Die letzten Tage viel erledigt, viel organisiert in Agadir und es gibt eine richtig gute Neuigkeit, denn mein Kühlschrank kühlt wieder. Da war so ein Luftfilter darin kaputt und dann konnte der nicht mehr genug runterkühlen. Naja, auf jeden Fall geht's wieder und wir haben gekühlte Lebensmittel, was natürlich jetzt sehr geil ist, weil heute der offizielle Beginn vom Ramadan ist. Und es glaube schon schwierig sein wird, irgendwo Sachen tagsüber zu kaufen. Aber es wird auch noch spannend zu sehen, wie dann die Leute abends immer das Fasten brechen. Es geht erstmal noch ein bisschen südlich rüber und dann geht es ab ins Landesinnere, bis wir zu dem Nationalpark kommen, wo man auch richtig geile Sanddünen hat und man so richtig in der Wüste ist. Meine Mutter hat auch noch nie Wüste gesehen und ja, sie freut sich da jetzt schon richtig drauf, das bald zu sehen. Oder Mutter, wie gefällt es dir bisher in Marokko? Ja, spitzenmäßig, total. Ich muss meinen Turban noch aufsetzen. Alles klar, gut, weiter geht's. Die kommenden Tage fahren wir über Sanddünen am Meer, Gebirgspässe des Anti-Atlas-Gebirges und tauchen ein in das Inland Marokkos, mit dem Ziel, die Sandwüste zu erreichen. Hier ein paar Einblicke. So, jetzt sind gerade unsere Mechaniker einfach abgehauen, weil die jetzt gerade das Fasten brechen.
So, wir sind jetzt mitten im Paradies angekommen, haben uns einen Camper aufgebaut und wir wollten zu dieser hohen Sanddüne fahren, wo wir jetzt gerade den Sonnenuntergang angeschaut haben. Sind da über die letzte Düne gefahren und plötzlich haben wir da so ein richtig cooles Camp gesehen, wo ja, Touristen mit Kamelen hinreiten und da einfach so eine schöne Nacht in der Wüste verbringen können. Und dadurch, dass die jetzt heute keine Touristen haben, dort ist ein Arbeiter, der ist voll nett, der hat uns gerade einen Tee angeboten. Mohammed und Orangensaft und so und hat gesagt, ja, wir können hier stehen, gar kein Problem. Hat jetzt sogar noch die Duschen für uns angemacht und wir werden heute Abend jetzt mit dem verbringen. Und ja, heute ist Tag 3 von Ramadan und jetzt wird erstmal das Fasten gebrochen. Also wir haben heute nicht gefastet, aber Mohammed, der sah schon ganz vertrocknet aus und jetzt bieten wir dem auch noch ein bisschen Essen von uns an. Jetzt gibt es erstmal was Leckeres zu essen. Ich glaube, dir gefällt es auch ziemlich. Mega, also ich bin noch mehr überrascht und noch mehr begeistert, als ich mir es je vorstellen konnte. So geil. Als Dankeschön für das Essen überrascht uns Mohammed abends noch mit einem Lagerfeuer auf den Dünen und gemeinsamem Musizieren, was meine Mom sich nicht zweimal sagen lässt. So sitzen wir dort bis tief in die Nacht und philosophieren unter diesem krassen Sternenhimmel über Gott und die Welt. Es hätte nicht besser sein können. Außerdem hat er extra noch seinen Freund angerufen, dem mehrere Kamele gehören, sodass wir am nächsten Morgen sogar noch einen kleinen Kamelausritt machen können. Vielen Dank dir für die Gastfreundschaft. Ah, der ist angebunden. Oh, Das ist halt hart. das ist echt hart.